Ja, über diesen Deal wollen wir sprechen. Zugeschaltet ist uns nun Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses. Guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann. Schönen guten Morgen. Ja, dieser Deal zwischen den USA und der Ukraine, wie groß sind denn Ihre Hoffnungen jetzt tatsächlich, dass es zu einer Waffenruhe kommt? Aus Moskau haben wir bisher noch nichts gehört. Also grundsätzlich kann natürlich jeder nur hoffen, dass es zur Waffenruhe kommt. Ich bin aber höchst skeptisch, weil, wie Sie es gerade gesagt haben, aus Russland kommt nichts. Und wir müssen uns vorstellen, was treibt den amerikanischen Präsidenten an? Er hat ja unbedingt und auch zwingend darauf hingewiesen, er wolle eine Waffenruhe, er wolle Frieden und er wolle der Friedensstifter sein. So weit, so gut. Dabei macht er Druck auf die Ukraine. Das nehmen wir auch zur Kenntnis. Aber der zweite Spieler im Feld ist Russland und von dort kommt gar nichts. Im Gegenteil, die Angriffe sind massiv. Ich bin hier in Straßburg, wir hatten gestern Plenum, wir haben gestern wieder gehört, auch von jungen Frauen, die in den besetzten Gebieten unterwegs sind. Sie können sich nicht vorstellen, was sich dort für Dramen abspielen. Das ist unvorstellbar und die werden eben nicht weniger. Und deswegen ist es gut, wenn man versucht, Ruhe zu bekommen. Aber mir fehlt der Glaube. Und was natürlich von hoher Relevanz ist, was ist das für ein Waffenstillstand beziehungsweise möglicherweise für einen Frieden? Auf was muss die Ukraine und die Menschen sich dort einstellen? Aber Frau Strack-Zimmermann, der Druck, der jetzt aus den USA in Richtung Russland kommt, der wird ja immer größer. Also wir haben ja etwa den republikanischen Senator Lindsey Graham gehört, der jetzt schon sagt, also wenn ihr dem nicht zustimmt, dann kommen wir mit Sanktionen und dann bricht die Hölle los, auch in Russland. Also solche Formulierungen sind jetzt ja auch schon zu hören. Glauben Sie nicht, dass man da auch hinterher sein wird, dass die Russen dem am Ende auch zustimmen? Naja, wenn ich jetzt die russische Brille anzöge, dann würde ich Ihnen antworten, warum? Wir sind militärisch überlegen, wir haben die Ostukraine, wir haben die Krim und Russland hat immer, ich darf daran erinnern, vor 3 Jahren klargemacht, sie wolle die ganze Ukraine. Für Russland ist dieser Krieg und diese Annexion ja noch lange nicht zu Ende. Und für Trump ist es natürlich frustrierend zu sehen, dass er Bedingungen stellt, die Ukraine auch erpresst, wobei, wie gesagt, ich weiß aus der Ukraine, dass man sich nichts mehr sehnt, als dass endlich die Waffen schweigen. Aber der andere, so viel zu Tango, dass nur 2 Leute Tango tanzen können, was macht Russland? Und das stinkt natürlich dem Präsidenten. Und er hat ja im ganzen Zuge den Ukrainern sozusagen auch die Unterstützung von Waffen, die bereits auf dem Weg dort sind, eben entzogen. Übrigens auch Datenaufklärung, was überlebenswichtig ist für die Ukraine. Jetzt sagt er gibt das wieder frei. Also Sie sehen, das ist jetzt keine konsequente Sache, sondern jetzt wird Trump sauer und sagt, hört mal Russen, jetzt habe ich hier so viel gemacht, jetzt kommt man in die Gänge, um es salopp zu sagen. Insofern, ich bin sehr gespannt. Mir fehlt der Glaube, dass es funktioniert. Wenn Russland einlenken sollte und eine Waffenruhe gibt, ist zwingend erforderlich, wer überwacht sie und was kommt dann. Denn eine Waffenruhe, und das ist die Tragödie, ist noch lange kein gerechter Frieden. Müssten Sie sich aber jetzt nicht und auch die Europäer bei Trump bedanken, dass seine Taktik aufgegangen ist? Friss oder stirb bei der Ukraine, das hat funktioniert. Und genau diese Friss- oder stirb-Taktik, die könnte doch auch jetzt mit Putin funktionieren. Naja, ich glaube, dass Sie selbst bei dieser Frage merken, dass es eben nicht funktioniert. Im Übrigen darf ich darauf hinweisen, Friss oder stirb Ukraine. Die Ukraine ist überfallen worden. Die Ukraine wehrt sich. Die Ukraine ist nicht das Land, was ein anderes angegriffen hat und jetzt gezwungen wird, damit aufzuhören. Anders wird ein Schuh draus und wir müssen auch aufpassen, dass die Geschichte richtig erzählt wird. Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen, das 2. Mal. Russland könnte sofort diesen Krieg beenden, könnte sich sofort zurückziehen. Das tut es nicht. Insofern wird die Frage nicht sein, wie hoch ist der Druck auf die Ukraine? Die wollen selber Frieden. Wie groß ist der Druck auf Russland zu sagen, liebe Russen, frisst oder stirbt? Also, wir wollen Waffenruhe, wir wollen Frieden, wir wollen, dass der Krieg aufhört und ihr müsst damit enden, mit diesem Krieg. Und das ist jetzt die große Frage, wie weit bewegt sich Russland auf die USA zu? Ist das Fake? Hat das wirklich Gehalt? Oder was passiert jetzt? Die Tatsache, dass Trump jetzt den Russen wiederum droht, zeigt ja, wie bizarr und durcheinander die Lage ist.
Lassen Sie uns den Blick mal in die Zukunft richten, denn die ukrainische Seite sagt jetzt ja auch schon, wenn das also in den Verhandlungen einen Schritt weiter gehen sollte, dann müssen dringend die Europäer auch mit an den Tisch. Und da ist ja immer wieder die Diskussion auch, es gibt ja auch Pläne von Macron, von Keir Starmer aus England, dass man eine Friedenstruppe braucht. Gestern gab es da auch schon Treffen von Armeechefs, wirklich in einem größeren Rahmen, wo es genau um diese Sachen geht. Aus Deutschland hören wir da bislang die ganz große Zurückhaltung. Wie stehen Sie denn in der Frage? Ist nicht genau jetzt der Zeitpunkt, das alles schon mal aufzustellen? Ja, Sie können hinter den Kulissen eine Menge Planspiele in Anführungszeichen machen. Fakt ist, es braucht jetzt erstmal seitens Russland ein klares Bekenntnis, diesen Krieg zu beenden und sich zurückzuziehen. Das ist das Erste. Das Zweite, natürlich braucht die Ukraine in Zukunft Sicherheitsgarantien. Das hat Trump ja sozusagen schon vom Tisch genommen, nämlich dahingehend, dass die Ukraine auf lange Sicht Teil der NATO werden muss. Wollen wir diese Flanke übrigens auch aus Sicht der Europäer in Zukunft sichern. Und bevor das nicht alles geklärt ist, brauchen wir uns hier keine Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Wenn man sich aber Gedanken macht, Sie sagten es gerade, dass hinter den Kulissen immer überlegt wird, wie könnte es weitergehen. Müssen Sie sich vorstellen, wir reden da von 3.500 Kilometer Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Sie bräuchten mindestens 150.000 Soldatinnen und Soldaten, um das zu sichern. Wer macht das? Wer kann das? Wie viele Soldaten hat Europa überhaupt, die so etwas machen könnten? Unter welchem Mandat? Ein rein europäisches Mandat halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Es könnte ein UN-Mandat sein, also auch Länder, die nicht zu Europa gehören, um das zu sichern. Sie merken, man kann eine Menge überlegen, aber der erste Schritt muss erstmal kommen. Und der erste Schritt ist, dass Russland sofort aufhört, die Ukraine anzugreifen und dass Russland klar sein muss, dass es nicht heißen kann, wir werden in 2 Jahren uns wieder sozusagen weiterhin bewaffnen und dann geht der Angriff wieder los. Jetzt müssen wir abwarten, wie der Kreml, wie Wladimir Putin reagiert. Frau Strack-Zimmermann, wir danken Ihnen für dieses intensive Gespräch nach dem Deal der USA und der Ukraine. Dankeschön nach Straßburg. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen.